Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Caesar 3. Ich bin euer Dominus und wir spielen Teil 2 unserer Mission Scimitar, kreiert von den City Builders für Caesar 3. Ja, wir haben hier unsere Stadt Samizegi-Tusar im Osten des Reiches aufgebaut, ja, und schon ziemlich gut entwickelt. Allerdings haben wir sehr ambitionierte Ziele. Alle Wertungen müssen auf mindestens 80 gebracht werden. Unsere Stadt muss mindestens 12.000 Einwohner aufweisen. Ja, und wir haben wieder ein Zeitlimit. 45 Jahre Zeit haben wir, um alle Ziele zu erreichen. Ja, und wir haben die erste Forderung des Imperators, nämlich 12 Einheiten Holz in 24 Monaten. Dafür brauchen wir ein Warenlager. Tja. Ja, entscheiden Sie sich bitte jetzt, wo Sie Ihr Warenlager bauen wollen. Bauen wir hier hin. So, das nimmt das Holz auf. Dann können wir das hier noch so entsprechend verlängern. Das Holz müssen wir natürlich hamstern. Das sollte aber schnell zur Verfügung stehen. Machen wir uns Gedanken über unser Villengebiet. Also, das Villengebiet wird autark zur Stadt sein, hat wieder mit der zweiten Nahrungsmittelart zu tun. Wir versorgen ja unsere Bürger hier nur mit Weizen. Eine Verbindung zum Villengebiet, wo wir 3 verschiedene Nahrungsmittelarten haben, würde dafür sorgen, dass alle Marktfrauen aus dem Wohngebiet der Arbeiter ins Villengebiet marschieren, um dort eine zweite Nahrungsmittelart zu bekommen. Ja, und die Versorgung der anderen Güter wird dadurch vernachlässigt und wir haben eine Rückentwicklung. Kennen wir alles, deswegen muss das Villengebiet autark sein. Ich werde jetzt hier, bevor wir das Villengebiet bauen, noch das dritte Wohngebiet schon mal vorkonzipieren. Bloß nicht parzellieren, ihr seht ja, was wir hier an Zuströmen von neuen Bürgern haben. Im weiteren Verlauf können wir dann hier unser Villengebiet aufbauen. Hier produzieren wir alles, was wir brauchen, haben hier ein Versorgungszentrum und dann geht es hier hoch mit den Villen. Wir werden die Villen tatsächlich maximal zu den Luxusanwesen ausbauen. Das heißt, wir brauchen auch ein Hippodrom und der Verkauf von Wein oder der Import von Wein wird teurer. Das bringt uns nichts, weil wir können keinen Wein verkaufen. Allerdings werden wir ja, wenn wir tatsächlich maximal unsere Villen hier entwickeln, Wein importieren müssen. Von daher interessiert uns das doch. Ja, so viel zum Plan jetzt für das Villengebiet. Bevor wir das jetzt bauen, brauche ich aber das dritte Wohngebiet, damit ich das Villengebiet genau platzieren kann. Ja, wir haben jetzt hier das dritte Wohngebiet aufgebaut. Das lassen wir jetzt erstmal so. Ich gucke nochmal eben, ob das passt. Das passt wunderbar. Ihr seht das. So, und nun können wir jetzt hier in diesem Bereich unser Villengebiet bauen. Dafür müssen wir ja den Wald hier wegnehmen. So, und dann müssen wir jetzt hier mal konzipieren. Nun haben wir jetzt hier unser Villengebiet aufgebaut. Ich habe das hier noch gar nicht parzelliert. Oh, das Holz für den Imperator steht bereit. Das sollten wir sofort machen, damit wir unsere Möbel weiter produzieren können. Ja, ich habe jetzt hier das noch nicht parzelliert für die Villen. Ich habe hier meine Siedlung für das Versorgungszentrum und schon die nötigsten Basic gebaut, natürlich auch die Wasserversorgung. Wir müssen das sukzessiv machen, weil wir einfach nicht so viel Geld haben. Ja, ihr seht, die Stadtkasse ist etwas geschrumpft. Wir werden jetzt erstmal dieses Versorgungszentrum aufbauen und wenn das alles läuft, können wir dann hier unsere Villen platzieren. Die Geschwindigkeit, die ich für den Bau auf 20% gestellt habe, kann wieder auf 70. Dann lassen wir es erstmal so. Was wir allerdings machen sollten, hier in den Aquädukt müssen wir Straßen einbauen. Weil wir werden Möbel und Geschirr fordern und dann muss ja der Karrenschieber irgendwo durch und das wird dann hier sein.
Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder etwas Geld verdienen. Wir haben Januar. Ja, und ihr seht, wir haben jede Menge Waren hier. Da können wir jetzt erstmal gut verkaufen. So, was ist mit euch hier los? Oh, denen fehlt tatsächlich hier etwas an Bildung. Okay, kriegt ihr eine Bibliothek. Die kann wir auch noch hin. Die Götter sind unzufrieden. Naja, gut. Also Neptun kriegt jetzt kein Fest. Wenn der uns jetzt hier entsprechend mit einem Fluch heimsucht, soll uns das egal sein. Allerdings Mars sollte jetzt auch ein Fest bekommen. Wir haben zwar den Schutzgeist schon, aber ja, angegriffen sind wir noch nicht. Ja, Arbeitslose haben wir jetzt auch mehr als genug. Der Imperator dankt, bitte gerne. Ja, das ist natürlich jetzt super, dass sie jetzt Möbel und Waffen hier nebeneinander haben. Dann haben unsere Handelspartner nicht weit. Und das finde ich gar nicht schlecht. Komm, wir bauen noch ein Fort für die Wurfsperrträger. So, hier brauchen wir einen Arzt. Gut, ja, dann führen wir... wie bauen wir das jetzt? Ja, wir machen das so. Das muss ja auch nicht so weit entwickelt werden. Wir bauen jetzt hier 3 Silos. 1, 2, 3. Ja, und jetzt kommen die Forderungen allmählich vom Imperator. 10 Einheiten Waffen in 24 Monaten. Waffen haben wir auch mehr als genug. Bitteschön. So, Einstellung der Silos. Dieses hier wird Fleisch annehmen. Witzigerweise können wir Fleisch produzieren und auch Fisch. Aber hier ist jetzt das Symbol für Fisch eigentlich. Egal. So, dieses hier wird das Gemüse annehmen. Und dieses hier den Weizen. Okay. Dann führen wir das hier so rum. Die Lagerhäuser. Dieses wird das Geschirr fordern. Dieses hier kann Wein fordern. So, dann gehen wir hier so raus. So, und dieses hier kann das Olivenöl fordern. Und dieses hier, Wein, Olivenöl, Möbel. Wird die Möbel fordern. Gut. Dann haben wir bald wieder kein Geld mehr, das ist klar. So, hier brauchen wir auch einen Ingenieursposten und eine Präfektur. So, und dann bauen wir jetzt mal hier die Weizenfarmen auf. Ja, unser Fest hier. Für wen, weiß ich im Moment jetzt nicht. Ich bin mit meinen Farmen beschäftigt. Dann können wir hier noch Gemüsefarmen bauen. Hier kommt eine kleine Siedlung rein. Das heißt Siedlung. Eine Parzelle. So, und dann kann das erstmal so bleiben. Oh Gott, guckt euch unsere Stadtkasse an. Dramatisch. Hier kann aber schon direkt ein Markt gebaut werden. Kann diese Siedlung wenigstens versorgt werden.
So, jetzt müssen wir mal wieder verkaufen hier. Ja, das haben wir gern gemacht, lieber Imperator. So, Waffen sind wieder verkauft worden. Sehr schön. Ja, und es brennt mal wieder. Hier. Naja, gut. Das sollte gleich gelöscht sein. So, wir haben wieder ein bisschen Geld verdient, aber es ist echt wenig. Also für unser Villengebiet lohnt sich das jetzt noch nicht, hier irgendwas zu machen. Vor allem, weil wir ja nachher auch noch Olivenöl importieren müssen. Oh ja, Gott sei Dank zahlt Rom niedrige Löhne. Ja, wir kriegen die Mitteilung, dass wir Truppen zur Verfügung stellen sollen. Und 12 Einheiten Wein in 24 Monaten. Okay. Eine kleine Truppe wagt den Angriff auf Lugdunum. Okay, ja, dann können wir doch hier die Legionäre und einmal Wurfspeerträger losschicken. Lugdunum zu helfen. Achso, den Wein habe ich vergessen, den haben wir auch, bitteschön. Ja, dann würde ich aber gerne noch jetzt ein Fort für die Legionäre bauen. Ne? Ja, kein Geld, egal. So, ich glaube, ich würde nochmal Tempel bauen wollen. So, hier können auch schon Tempel hin. Beziehungsweise einer. Auch, glaube ich, ein bisschen doof gebaut. Ne? Und das bauen wir aber anders. Und zwar machen wir das so, dass hier die Präfektur hinkommt. Hier kommt der Ingenieursposten hin. Dann können die nämlich weg. Und der Arzt. Ja, der kann dann tatsächlich jetzt hier hin. So. Und dann können wir hier nämlich noch weitere Tempel bauen. Tempel bauen wir auch natürlich hier drinnen, in unserem Villengebiet. Da würde ich jetzt tatsächlich mal anfangen, wenigstens mal die Parzellen auszuweisen. Wir können auf jeden Fall schon mal hier 2 Märkte bauen. Die brauchen wir definitiv. Und wir brauchen Ingenieursposten und Präfektur. Ich habe jetzt hier unsere Villenstandorte endlich mal festgelegt. Wir haben insgesamt 8 Villenstandorte, die wir maximal im Ausbau 4x4 ausbauen werden. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist Wasser. Da muss ich jetzt mal eben kurz gucken, wie wir das bauen. Ich gehe mal davon aus, dass wir... Ja, der Imperator dankt für den Wein, bitteschön. Schauen wir mal, ob das reicht. Nein, das reicht nicht. Es muss so gebaut werden. So passt es, ja. Das gleiche brauchen wir dann hier natürlich auch. Na, so, passt das? Jawohl. So haben alle unsere Villen Zugang zu frischem Wasser. Gut. Bauen wir hier auch noch entsprechend Tempel. Ja, Merkur kriegt jetzt ein Fest. So, dann bauen wir hier jetzt nochmal Tempel.
So, der Tempel des Mars baue ich jetzt noch weiter hier hin. Das finde ich gar nicht schlecht. So, was ist hier los? Ihr habt keine Nahrungsmittel, ne? Das ist natürlich doof. Mal gucken, ob sich das noch verbessert. Arbeitslose haben wir jede Menge und wollen auch kein Geld mehr. Ne? So, hier in unserem Versorgungszentrum ist schon jede Menge an Waren jetzt geliefert worden. Hier können wir eine Schule hinbauen. Und Rom zahlt niedrige Löhne. Das werden wir direkt mal anpassen. 19. Ach Gott, die Ärmsten. So, ich will aber hier direkt schon ein Forum bauen. So, Waren sind wieder verkauft worden. Dann fangen wir hier mal an, eine Künstlerkolonie zu bauen. Und dann bauen wir auch schon mal 2 Theater auf. Schulen. So, unser Fest. Bauen wir das so. Hier eine Schule und auch schon Bibliotheken. Ja, und dann können die sich erstmal schön weiterentwickeln hier. Ja, ich habe gerade gesehen, ich habe mich verzählt hier. 1, 2, 3, 4, das stimmt. Dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Dann machen wir das anders. Dann bauen wir hier eine große hin. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ja, so passt es. Jetzt hat man so eine Lücke. Das ist natürlich auch doof. Ja, das ist gut. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Ich glaube hier, das Badehaus habe ich verkehrt gebaut. Nee, doch nicht. Okay. So, hier können auch Verschönerungen hin. So, und auch die kleinen Siedlungen sollten eigentlich auch steuerlich erfasst werden. Ne? Das gleiche gilt natürlich hier. So, der Arbeitsmarkt sieht noch gut aus. Wir entwickeln dieses Wohngebiet mal weiter. Schulen, Bibliotheken und natürlich Theater. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen aufpassen, dass wir hier irgendwo noch mal Platz für unser Amphitheater haben. Hier passt das Amphitheater gut hin. Das heißt, hier kann das Theater hin und wir brauchen noch Platz für unser Badehaus. Das kommt hier hin. Ja, so passt es doch ganz gut. Eine Segnung von Merkur. Er hat ein Silo gefüllt. Ja, hier in unserem Villengebiet haben wir jetzt alles drinnen. Aha, wunderbar. So, hier kann jetzt auch Gladiatorenschule gebaut werden. Hier können Verschönerungen hin. Und das Amphitheater bauen wir in unserem Villengebiet schon mal auf. Ja, das kann hier hin. So, und jetzt müssen wir eigentlich auch bald Olivenöl einkaufen. Ja, schaut euch an, wie viele neue Bürger hier in unsere Stadt einwandern. Wir werden das Olivenöl jetzt einkaufen, werden allerdings den Barbier hier nochmal abreißen.
damit sich dieses Wohngebiet jetzt mit dem Olivenöl nicht weiterentwickelt. Hier wandern ja jetzt erstmal genug Menschen ein. Da sehe ich gerade, fehlt eine Parzelle. Und wir gehen jetzt und importieren das Olivenöl. Da müssen wir mal gucken, ob wir das uns leisten können. Auf jeden Fall haben wir 5000 Einwohner in unserer Stadt. So, ich gönne mir jetzt mal den Palast. So. Irgendwo muss ich ja auch mal wohnen und ich finde, das ist genau richtig für mich jetzt hier. Eine erneute Forderung des Imperators, 12 Einheiten Eisen. Haben wir da, bitteschön, kannst du haben. Der Imperator dankt und unser Olivenöl wird gerade eingekauft. Oh, okay. Da geht die Stadtkasse aber ganz schön in die Knie. Ja, und unsere Marktfrauen kaufen auch schon fleißig hier das Olivenöl ein. Ja, das ist interessant. Obwohl jetzt hier der Barbier abgerissen worden ist, entwickeln die sich weiter. Na gut, dann kann ich den Barbier auch wieder aufbauen. Ne? So, mittlerweile ist auch das Olivenöl jetzt in unserem Villengebiet angekommen. Das heißt, die Gebäude müssen sich jetzt weiterentwickeln, allerdings fehlt die natürliche Attraktivität. Ja, komm, bauen wir hier nochmal einen Palast hin und dann muss ich meiner Stadt jetzt wirklich mal ein bisschen Geld geben. So, was haben wir denn noch auf unserem Sparguthaben? Ja, nicht sehr viel, ne? Egal, wir spenden der Stadt mal 500 Dinari. So, okay. Ja, wir müssen relativ schnell jetzt hier unsere Villen haben, damit wir jede Menge Steuern kassieren können. Aber das sieht schon ganz gut aus. Wir haben jetzt hier schon die großen Insulas. Wir bauen direkt das Kolosseum. Das baue ich hier hin. Ja. Das Löwenhaus dazu. Ja, können wir hier hinbauen. Nee. Das können wir hier hinbauen. So, dann machen wir hier noch einen Loop. Hier auch. So, und dann bauen wir auch schon direkt nochmal Gemüsefarm hier auf. Und wir brauchen noch die dritte Nahrungsmittelart. Das sind dann jetzt hier die Schweinefarmen. Wie bauen wir das? Ja, wir können hier einen Loop bauen. Ne? Genau. Dann würde ich hier auch noch mal Ingenieursposten und Präfektur bauen. Und nochmal 2 Schweinefarmen. Gut, das reicht dann auch jetzt erstmal. So, und dann haben wir auch schon unsere herrschaftlichen Insulas. Da sind die ersten Villen. Jawohl. Sehr gut. Wir bauen noch schnell das Krankenhaus. Oh, eine Preissteigerung für Geschirr. Naja. Das interessiert uns nicht so sehr. Also das Krankenhaus kann hier hin. Krankenhäuser haben einen schlechten Einfluss auf die Attraktivität. Unser Kolosseum ist in Betrieb. Wunderbar. So, und natürlich
Na, hier nicht. Akademien. Ich baue direkt 2, würde ich sagen. Ja? Und zwar hier. Und hier. Und hier. Na, so. Gut, dann kann sich das jetzt hier erstmal entwickeln. So, da muss ich das auch erstmal einstellen. Wir dürfen natürlich die Entwicklung auch jetzt nicht zu schnell hier vonstatten gehen lassen. So, hier noch schnell Gärten. Gut, ja, ihr seht, das ist noch nicht ganz stabil hier mit der Versorgung. Das sieht gut aus. Genau, dritte Nahrungsmittelart wird jetzt wohl wahrscheinlich kommen. Und die brauchen tatsächlich jetzt noch hier entsprechend andere Güter, aber das sieht auch gut aus. Der Arbeitsmarkt, auch gut. Ja, und unsere Armee war erfolgreich und konnte Lugdunum, war es, glaube ich, schützen. Und wir können einen Triumphbogen bauen. Das ist sehr schön. Ja, hier kommen ja noch 2 Forts hin. Da habe ich das Geld im Moment jetzt nicht für. Vor allem, weil wir ja auch noch hier unser Olivenöl einkaufen. Ja, bevor wir unsere Stadtentwicklung hier weiter vorantreiben, möchte der Imperator 12 Einheiten Fleisch haben. Dann müssen wir mal ganz kurz hier ins Villenviertel. Dieses Lagerhaus kann jetzt Fleisch annehmen. Hier wird Fleisch nicht mehr angenommen. Und wir hamstern das Fleisch jetzt. So, ich wollte jetzt dieses Wohngebiet hier weiterentwickeln. Hier kommt jetzt das Amphitheater hin. Das passt hier wunderbar rein. Wir brauchen noch ein paar... Oh, Olivenöl wird gerade gekauft. Da sieht man sofort die Stadtkasse nach unten rauschen. Ein paar Plätze noch hier. Ja, und das sieht doch hier richtig gut aus in unserem Villengebiet. Die Villen haben sich super entwickelt, außer die hier. Die braucht noch ein bisschen Attraktivität. Ja, das kann sie kriegen. Mit ein paar Plätzen. Ja, sehr gut. Ja, wir werden nachher auch noch Orakel bauen, aber erst wenn unsere Stadtkasse sich ein bisschen erholt hat. Allerdings haben wir, glaube ich, gerade richtig viel eingekauft, sehe ich gerade. Beziehungsweise verkauft. Was rede ich denn? Ja, mit dem Geld, was wir gerade erwirtschaftet haben, können wir noch ein weiteres Fort bauen für die Legionäre. Rom zahlt niedrige Löhne. Das ist gut. Also für unsere Stadtkasse 17. Oh je. Gut, bei uns kriegt er immer noch ein Dinari dazu. Naja, und ihr seht, so ganz stabil ist es noch nicht hier. Das muss sich wirklich erstmal stabilisieren. Wichtig ist, dass wir hier wirklich alles zur Verfügung haben. Ja, und wie ich schon mal erwähnt habe, ist natürlich witzig, dass wir von den Schweinefarmen hier jetzt Fisch produzieren. Aber so ist das nun mal halt jetzt gerade hier bei dieser Mission. So, ich glaube, wir haben die 12 Einheiten Fisch, können verschickt werden. Fisch kann wieder genutzt, das sage ich selber, Fisch, genutzt werden. Hier braucht natürlich jetzt kein Fleisch mehr angenommen zu werden.
aber dafür in unserem Silo. So, unsere Stadtkasse sieht sehr gut aus. So, der Imperator möchte 12 Einheiten Marmor haben in 24 Monaten. Ja, also ehrlich gesagt, den müssen wir ja importieren. Und ich glaube, wir könnten uns es auch mal erlauben, ihn diesen Wunsch nicht zu erfüllen. Ich meine, wir brauchen eine Gunst von 80 und wir haben schon 92. Ne? So, wie sehen denn die anderen Wertungen aus? Kultur, wir brauchen Schulen, Wohlstandswertung steigt, ja, Friedenswertung, naja gut, das wissen wir ja. Okay, mit dem Marmor, ja, ein bisschen Marmor würde ich ja einkaufen wollen für Orakel. Wie sieht es eigentlich mit den Göttern aus? Ein Fest für Mars. So, wir bauen nochmal Tempel. Ja, Ceres kriegt ihren Tempel mitten in den Feldern. So, hier können auch nochmal Tempel hin. Ja, bitte gerne. So, wir kaufen etwas Marmor ein, allerdings nicht für den Imperator, sondern tatsächlich für unsere Orakel. Aber ihr seht, dass Olivenöl eingekauft worden ist, ist unsere Stadtkasse auch schon wieder ziemlich weit unten. Ne? So, das kann hier alles weg. So, dann bauen wir mal hier Plätze. So, und ihr könnt natürlich jetzt ein bisschen steuern, ne? Das Olivenöl hier in diesem Warenlager, da werden wir jetzt das mal nur auf nicht annehmen stellen. Sonst wird hier immer wieder Olivenöl reintransportiert. Und in den anderen Warenlagern ist es dann immer weg. Deswegen können wir so ein bisschen steuern hier. Bei Möbel und bei Geschirr ist es kein Problem, da haben wir mehr als genug. Da kommt schon wieder die nächste Ladung. So, und da wird Marmor eingekauft. Das reicht auch. Den Import stoppen wir mal. So, und jetzt warten wir erstmal, dass wir wieder etwas mehr Geld bekommen. So, hier kann zum Beispiel in diesem Warenlager jetzt auch Olivenöl gefordert werden. So. Ja, wir sollten auch mal wieder Farmen errichten, nämlich Weizenfarmen. So, wir haben wieder etwas Geld verdient. Bauen wir das letzte Fort für die Berufssperrträger. Und dann haben wir nämlich hier unsere maximale Stärke erreicht. Und hier baue ich jetzt den Triumphbogen. Wunderbar. Ja, trotz knapper Kassen bin ich hier mit unseren Forts beschäftigt und deren Dekoration. Wir bauen hier auch nochmal entsprechend die Wachhäuser und werden dann später hier ringsherum noch eine Mauer bauen.
Ja, die Mauer bauen wir später, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Und dann können wir hier noch ein paar Verschönerungen machen. Wir müssen ganz schnell unserer Stadt alles geben, was wir haben. Meine Gouverneure glauben wohl, Geld wächst auf Bäumen. Genau. Wir müssen tatsächlich hier den Import von Öl jetzt stoppen. Das hat so überhaupt keinen Zweck hier. Warum sind die denn jetzt hier hingegangen? Okay, gut. Dann müssen wir das jetzt hier fordern. Und da kommen unsere Händler. Kauft mal schnell jetzt hier Möbel und Waffen ein. Na, Gott sei Dank. Dafür zahlt jetzt Rom wieder höhere Löhne. 20 zahlen. 21 kriegt ihr. Wie sehen denn die Finanzen aus? Was machen wir denn an Steuereinnahmen? Ja, ihr seht, was wir hier an Steuer jetzt einnehmen. Ja, wenn wir die Handelserlöse sehen, mit den Steuern können wir tatsächlich richtig viel Geld erwirtschaften. Wir könnten natürlich nochmal gucken, ob wir auf 10 gehen. Dann müssen wir nochmal gucken, ob sich dann die Stimmung nicht verschlechtert. So, was ist mit dir hier los? Achso, braucht Verschönerung. Das kriegt sie jetzt, indem wir jetzt Orakel bauen. Wir bauen mal 2 Orakel, nämlich eins hier und eins hier. So, dann entwickeln die sich auch weiter. Und wieder zahlt Rom höhere Löhne. Und eine Segnung von Mars, nochmal ein Schutzgeist, schon der zweite Schutzgeist. Und Triumph, unsere erfolgreichen Krieger kehren zurück. Eine gute Laune herrscht in der Stadt. Ja, darauf kannst du jetzt lange warten. So, unsere Stadtkasse hat sich wieder erholt. So, unsere herrschaftlichen Villen wollen jetzt eine zweite Art von Wein haben. Das ist jetzt auch relativ simpel, wie wir das machen. Das Gewerbe für Wein... Ach nee, Moment, wir machen Folgendes. Der Wein wird importiert. Und schon haben wir hier die kleinen Paläste. Wir müssen jetzt nur aufpassen. Hier wird jetzt keine Ware angenommen. Beziehungsweise wir müssen das hier jetzt ein bisschen steuern. Wir haben ja hier noch genug Wein. Wie machen wir das am besten? Ja, wir lassen das jetzt so. Und sobald das hier leer ist, werden wir wieder entsprechend das auf Fordern stellen, auf die Gefallen, dass dann hier tatsächlich Wein eingekauft wird. Aber gucken, ob wir es so gesteuert bekommen. Wir bauen noch eine Schweinefarm. Oh, das hört sich nicht gut an. Die Feinde stehen vor den Toren. Okay. Ja, aber hier fehlen eigentlich nur noch ein paar Wurfspeerträger und dann ist unsere Armee hier vollzählig. Und eine erneute Forderung, 12 Einheiten Eisen. Eisen haben wir auch mehr als genug. Bitteschön. So, wir können jetzt mal dieses Wohngebiet hier erschließen. Erstmal mit den außenliegenden Wohngebieten.
Ja, wunderbar. Der Import von Olivenöl wird teurer. Das gefällt uns natürlich. Ja, das sind so die kleinen Gemeinheiten, die die City Builders hier eingebaut haben. Aber das kriegen wir hin. So, auch hier wieder Ingenieursposten und Präfektur. So, und auch hier bauen wir natürlich ein Silo. Und ja, 2 Lagerhäuser. Ja, die bauen wir so. Geschirr. Das können wir nur noch auf Annehmen stellen. Wir produzieren so viel. Und Möbel. So, das Silo selber nimmt natürlich nur Weizen an. Hier kann eine Künstlerkolonie hin. Ja, und noch ein paar Farmen. Ja, bitte gerne. So, und auch hier machen wir natürlich die außenliegenden Wohngebiete. So, und dann kann hier dieses Wachzimmer und hier hin. Moment. Ach, das haben wir schon gebaut hier. So, das Olivenöl können wir jetzt wieder einkaufen. Und wir parzellieren dieses dritte Wohngebiet jetzt mal. Und bauen hier auch schon direkt auf jeden Fall 2 Märkte. So, und wieder eine Runde Tempel. Ja, komm, Ceres, du kriegst noch hier einen Tempel zwischen den ganzen Farmen. So, und dann hier auch. So, jetzt brauchen wir Arbeitskräfte, aber das sollte jetzt kein Problem sein. So, ich möchte diesen Bereich ja auch noch erschließen. Dafür bauen wir die Straße einmal hier so lang. Und dann, ja, können wir die Straße hier so lang bauen. Und dann bauen wir nämlich hier auch nochmal eine kleine Siedlung auf.
Ja, ich weiß, du kriegst deinen Marmor nicht. Kannst du schimpfen, so viel du willst. Dafür kriegst du ganz viel andere Sachen von mir. So, Markt und einen Arzt. Ja, der kann jetzt hier hin. So, dann können wir hier noch Farmen bauen. Ich glaube, Geschirr brauchen wir nicht mehr zu produzieren. So, was ist jetzt wieder? Eine entfernte Schlacht. Okay, bald werden wir wohl den ersten Kampf hier austragen, aber es hat ja wirklich lange gedauert. So, hier wird auch schön eingewandert. Da können wir schon mal das Forum hier bauen. Schulen, Bibliotheken. Und wieder zahlt Rom niedrige Löhne. Oh, das können wir so lassen. Ja, und endlich sieht unsere Stadtkasse mal richtig gut aus. Wir importieren jetzt die ganze Zeit das Olivenöl. Und ja, können jetzt hier wirklich ohne Probleme wirtschaften. Ja, und nun ist es tatsächlich soweit, wir werden das erste Mal angegriffen. Erstmal die Geschwindigkeit runter. So, wo greifen sie denn an? Hier. Oh, genau die gefährlichste Stelle. Gott sei Dank haben wir jetzt hier unsere Mauer. So, die Legionäre möchte ich hier hin haben, bei unseren Türmen. So, wir haben jetzt hier Aufstellung bezogen. Unsere Sperrwurfträger werden jetzt die Feinde hier zu unseren Legionären lenken. Da sind sie. Ja, die Geschwindigkeit können wir jetzt mal erhöhen. Ja, das ist aber schon eine große feindliche Armee, die uns hier angreift. Wow. Oh. Reiter haben wir auch noch. So, die Geschwindigkeit müssen wir jetzt mal eben kurz reduzieren. Hier kommt mal wieder ein bisschen zurück hier. So, ihr kommt hier rüber. Oh, der Geist des Marses. Ah, super. So, ihr kommt hier auch rüber. Ja, diese Reiter sind natürlich sehr schnell, ne? Die fangen hier, glaube ich, ein paar von meinen Wurfspeerträger ab. Das ist schade. So, ihr müsst hier rüber. Sonst haben wir hier tatsächlich den totalen Verlust. So, ihr müsst nach vorne hier. Ihr auch. So, drehen. So, euch müssen wir auch nochmal drehen. Ne, ihr müsst hier hin. Ah, ich habe den Überblick verloren hier. Ja, irgendwie habe ich hier gerade ein Problem mit dem Aufstellen meiner Soldaten. Vollkommen bekloppt hier aufgestellt. Ich würde die gerne noch drehen hier. Aber irgendwie, wenn die am Campen sind, lassen sie sich nicht mehr drehen. Okay, dann ist es so.
bisschen näher hier ran. So, hier der eine Turm ist besetzt. Warum nur ein Turm besetzt ist, weiß ich auch nicht. Oh je, ja, mal gucken, ob wir das schaffen. Hier schießen aber hier unsere Wurfspeerträger. Das ist ein ziemlich starker Kampf hier. Meine Güte, das hätte ich nicht gedacht. So, komm, ihr greift jetzt mal die an. Die Geschwindigkeit können wir jetzt mal erhöhen wieder. Ja, wir haben die Schlacht geschlagen. Zwar sehr chaotisch, das muss ich jetzt mal sagen. So chaotisch habe ich noch nie meine Soldaten aufgestellt. Aber egal. Wir haben es geschafft. Ja, mit ein paar Verlusten, aber das hält sich noch in Grenzen. Wunderbar. So, in der Zwischenzeit hat sich das auch hier auch schon alles ziemlich gut entwickelt. Verschönerungen. So, jetzt haben wir endlich mal genug Geld, um hier auch die letzten Verschönerungen in unserem Villengebiet mal durchzuführen. Mit den Plätzen. So, was ich interessanterweise festgestellt habe, seht ihr die Marktfrau hier, wie sie in diesen Gärten entlang geht? Man muss tatsächlich hier diese Gärten nicht bis zu dem Weg bauen. Hier können wir kleine Statuen bauen. Weil Gärten werden auch gerne begangen. Das ist ja interessant. So. Jetzt dürfte eigentlich keiner mehr hier entlang gehen. Vielleicht war das der Grund, weswegen das hier so instabil war. So, unsere kleinen Paläste brauchen jetzt das Hippodrom. Und deswegen wandern hier jetzt auch ganz viele Menschen in unsere Stadt ein. Weil ich brauche ja jede Menge Arbeiter dafür. Was haben wir denn jetzt? Oh, wir haben schon 167 Arbeitslose. Das Hippodrom kommt hier hin, klar. Dafür roden wir mal das hier alles. Der Weg muss hier weg. Das Hippodrom passt hier hin. Okay. Naja, da wandern sie jetzt alle ein. Müssen wir mal warten. So, jetzt müsste es klappen. Jawohl. Wir führen den Weg natürlich hier rum. Damit wir auch keine Verbindung zum Villengebiet haben. So. Ja, wir brauchen noch den Wagenbauer. No, der passt hier hin. So, jetzt brauchen wir Arbeitskräfte. Egal, weil hier wandert jede Menge ein. Und wir sehen schon, wie sich jetzt hier die mittleren Paläste gebildet haben. So, und damit sollten wir auch dann hoffentlich unseren Endausbau bei den Villen bekommen und natürlich jede Menge Steuern abkassieren können. Wir brauchen noch Verschönerungen.
So, Arbeitsmarkt sieht gut aus. So, und jetzt müssen wir die kleinen Statuen aufheben. Ich habe ja jetzt hier diese kleinen Statuen eben gebaut, weil diese Marktfrau da immer entlang geht. Die muss natürlich jetzt weg. Weil wir dann nämlich jetzt die 4x4 Ausbildung unserer Villen haben. Ach, guckt euch das an. Ist das kein toller Anblick? Ach, wunderbar. Ja, wir machen das jetzt wirklich ganz sukzessiv hier. Oh, wieder eine Rückentwicklung. Ja, das ist immer so ärgerlich hier. Es ist noch nicht hundertprozentig stabil. Okay, wir lassen das jetzt erstmal so. Ich denke mal, damit können wir relativ viel an Steuern jetzt generieren. Das gefällt mir auf jeden Fall schon sehr gut. Naja, und unsere Wohlstandswertung schaffen wir auf jeden Fall damit. Wieder rückt der Feind näher. Okay. So, Verschönerungen im 3. Wohngebiet. So, hier kommt auch eine Künstlerkolonie und eine Gladiatorenschule hin. Und Theater. Ja, das sieht alles gut aus hier. Bin sehr zufrieden. Ja, und Rom zahlt wieder höhere Löhne. Da schauen wir mal direkt. 21. Bei uns kriegt ihr 22. So, und hier können wir wieder mal eine kleine Statue wegräumen. Und hier auch. Schauen wir mal nach unserer Kulturwertung. 55 und wir brauchen aktive Schulen. Ja, und dann bauen wir hier auch nochmal eine Schule auf. Hier. Und hier. Und hier. So, dieses Wohngebiet kriegt natürlich jetzt auch seinen Barbier und kann sich dann maximal entwickeln. Hier können Gärten hin. So. Ja, endlich mal die Mitteilung, dass der Verkauf von Waffen lukrativer wird. Die Preise sind gestiegen für dieses Produkt, aber auch für Marmor. Naja gut, den brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Ja, ich baue hier weiter munter drauf los. Ich habe die Geschirrproduktion noch mal ein bisschen erhöht. So, hier haben wir jetzt mehr als genug Wein, brauchen wir nicht mehr. So, hier können wir jetzt noch die letzten kleinen Statuen wegnehmen. Ja, das ist uns egal. Man möchte aber auch direkt 10 Marmorplatten nochmal haben. Aber in 36 Monaten, na gut, das können wir ihn, glaube ich, füllen. So, dann können wir jetzt hier nochmal Gärten bauen.
Und dann sieht das richtig gut aus. Das sind die einzigen beiden, die sich nicht entwickeln aufgrund des Kolosseums und auch des Hippodroms. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit hier durch Akademien, passt das? Ja. Die Attraktivität zu erhöhen. Das müsste eigentlich klappen. Oder auch nicht. Doch, das klappt. Naja, hier wahrscheinlich nicht. Ist auch jetzt nicht ganz so dramatisch. So, und schon wieder steht der Feind vor den Toren. Ja, es geht jetzt eigentlich nur noch darum, hier entsprechend die Produktion dem Bevölkerungswachstum anzupassen. Ja, und das tun wir auch jetzt hier fleißig. Nochmal Farmen bauen. Farmen sind immer gut. So, dann machen wir das jetzt so, dass wir... das können wir tatsächlich so bauen. Dann kann hier nochmal ein Ingenieursposten hin. So, ich war ja noch hier stehen geblieben. Wir haben jetzt genug Geld, um unsere Stadt auch mal ein bisschen zu schützen hier. Also erstmal hier noch das so bauen. Das hatte ich ja vorgehabt. Ja, und hier brauchen wir natürlich eine doppelte Mauer. So, und hier können natürlich jetzt Plätze hin. Das ist doch logisch, oder? So, und hier kommen natürlich mittlere Statuen hin. Und dann finde ich, sieht das richtig schick aus hier. Oh, eine Weizenfarm ist eingestürzt. Okay. Ja, da fehlt uns dann tatsächlich hier ein Ingenieursposten. Der kann hier hin. So, hier haben wir jetzt auch nochmal eine kleine Siedlung gebaut, damit wir hier jetzt auch weiter noch Farmen errichten können. Tja. Ja, dann führen wir den Weg hier so hoch. Gut. So, und dann... Ja, und erneuter Angriff der Barbaren. Dann schauen wir mal, wo sie angreifen. Ja, und 16 Möbel für den Imperator. Das haben wir ganz schnell. So, erstmal gucken, wo sie angreifen. Ah, hier auf der anderen Seite des Flusses. Okay. Ja, wir haben ja keine Brücke. Es gibt auch hier keinen Zugang auf unsere Seite. Allerdings haben wir ein Problem. Wenn die jetzt hier entsprechend sind, wandert natürlich keiner in unsere Karte ein. Das heißt, wir müssen die schon irgendwie beseitigen. Das ist aber gar nicht so schwierig. Wir müssen einfach irgendwo eine Brücke bauen, wo sie rüber können. Und in der Zeit, also bevor wir diese Brücke bauen, können wir hier unser Militär platzieren. Das tun wir jetzt mal. So, die Standarten sind jetzt genau hier platziert. Hier bauen wir die Brücke dann hin. Ja, und dann müssen die über diese Brücke und werden hier in Empfang genommen. Recht simpel. Tja, wir könnten mal wieder ein Fest feiern, ne? Und zwar für Venus. Ja, und dann sollten wir auch nochmal Tempel errichten, ne?
So, mittlerweile sind auch unsere Legionäre angekommen. Jetzt können wir hier eine niedrige Brücke bauen. Und zwar genau hier. Ja, so. Und dann müssen wir noch dafür sorgen, dass hier das Gebüsche weg ist. Damit die auch tatsächlich hier durchkommen. So, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Genau, jetzt machen sie sich auf den Weg. Euch müssen wir aber noch hier drehen, ne? Nein, das waren die Verkehrten. So, ist es richtig. Ja, und unser Fest für, ich weiß es nicht mehr. Auch egal. Ja, egal ist es jetzt nicht. Wir gucken mal eben, es war Venus gewesen. Okay. So, jetzt kommt mal hier hin. Ja, das ist natürlich perfekt. Die können ja nicht alle komplett hier rüber und werden schon auf der Brücke abgefangen. Ja, ein totales Gemetzel hier. Komplett aufgerieben. So, was ist mit euch? Na ja, komm, dann müssen wir tatsächlich mal hier rüber. Gut, das haben wir erfolgreich gemeistert. So, und dann solltet ihr bitte nicht vergessen, die Brücke natürlich wieder einzureißen. Sonst sind sie relativ schnell in unserer Stadt. So, hier noch die Verschönerung durchführen. Theater können wir auch noch hin. Schule. Bibliothek. Gut, entwickeln wir dieses Wohngebiet hier weiter mit dem Amphitheater. So, dieses Lagerhaus kann tatsächlich mal Geschirr fordern. Was sagt die Kulturwertung? Aktive Schulen. Na ja, gut. Das ist ja immer gerne. Dann bauen wir jetzt hier noch eine Schule und eine Bibliothek auf. Dann ist das hier auch gefüllt. Dann können wir hier Gärten bauen. Ja, es stört mich ja schon ein bisschen, dass sich dieser Palast hier nicht weiterentwickelt wegen diesem Kolosseum. Deswegen ändern wir das hier ein bisschen um. Und zwar, das Kolosseum kann auch ein bisschen weiter hier rüber. Und dann brauchen wir noch entsprechend hier ein Orakel und dann passt das. Den Weg müssen wir natürlich dann ein bisschen anders bauen. Das macht aber nichts. Das bauen wir nämlich so. Der Marmor, ne? So. 24 Einheiten Wein in 24 Monaten. Ja komm, die kannst du haben. Wein habe ich ja genug. Jawohl. Ach ja, die Möbel haben wir auch noch. Können wir auch noch verschicken. Ja, und jetzt werden wieder die Waffen billiger. Naja, gut. Geld verdienen wir jetzt dank der Steuern recht gut. So, ja, wir können hier auch noch mal Verschönerungen durchführen.
So, und jetzt haben wir auch wirklich alle Villenstandorten hier zu den Luxuspalästen entwickeln lassen. Gut, das war mein Sinn. Ja, ich würde jetzt noch unsere Stadt entsprechend mit einer Mauer schützen wollen. Und Rom zahlt niedrige Löhne. Dank des Imperators. Bitte schön, gerne geschehen. So, was habt ihr denn? 14? Ach Gott. So, mittlerweile haben wir jetzt auch wirklich hier eine Mauer um unsere Stadt herum. Die habe ich noch hier einfach gebaut. Hier schon doppelt. Die geht dann hier weiter. Ja, und diesen Bereich hatten wir ja schon vor kurzem entsprechend ja geschlossen. Gut. Wir haben eine Kulturwertung von 60. Ja, die Wohlstandswertung haben wir geschafft. Auch die Friedenswertung ist bald geschafft. Die Gunst auch. Aber wir brauchen noch unsere 12.000 Einwohner. Und dafür müssen wir wahrscheinlich noch weitere Wohngebiete bauen. Das werden wir längst dann im dritten Teil machen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei, wenn wir hier im finalen Ausbau unserer Stadt Samizigitusa kommen. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.